Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem wahrscheinlich eher etwas komischen Video auf meinem Kanal. Eigentlich geht es hier immer um Informatik, aber heute geht es um ein ganz spezielles Thema, was vor allem Informatik betrifft, aber nicht nur. Heute wollen wir uns um Mental Health im Studium kümmern. Das heißt, egal welcher Studiengang ihr seid, dieses Video ist für euch gemacht, denn die meisten Studenten haben eigentlich einige Probleme mit Druck und dementsprechend mit Mental Health, also psychischer Gesundheit. So, das Ganze hat durch Corona selbstverständlich noch ein bisschen zugenommen an sich und ja, jetzt eine Bitte hier. Es kann sein, dass ihr jetzt hergeht und sagt, hey Mensch, ich bin überhaupt nicht betroffen, das weiß ich garantiert. Bitte guckt das Video trotzdem, ich glaube 10 bis 15 Minuten, ich versuche es in dem Rahmen zu halten, könnt ihr entbehren, denn es kann gut sein, dass vielleicht nicht ihr betroffen seid, aber dass ihr irgendwann in Zukunft betroffen seid. Da könnt ihr dann vorbeugen und lernen hier, wie man vorbeugt. Und auf der anderen Seite könnt ihr eventuell erkennen, ob es einem Freund schlecht geht, einer Freundin schlecht geht. Vielleicht braucht jemand in eurem Umfeld Hilfe. Natürlich trifft es nicht nur die Studenten und natürlich nicht nur die Informatikstudenten, aber Studenten sind ganz besonders betroffen, meiner Meinung nach zumindest, denn ja, man zieht quasi so von zu Hause aus weg, teilweise zumindest, und dann ist man erstmal auf sich allein gestellt und macht halt grundsätzlich erstmal natürlich alles falsch. Ja? Man will anders leben als zu Hause, deswegen macht man ein paar Dinge einfach falsch, die man falsch machen muss vielleicht, aber vielleicht nicht so lange. Und auf der anderen Seite, warum gerade Informatiker? Naja, Informatiker sind vielleicht besonders betroffen wegen ihrer, sagen wir mal, Lebensweise. Okay, viele Informatiker leben eher ein bisschen zurückgezogen, das macht die ganze Sache nochmal ein bisschen schlimmer. Gut, jetzt will ich eins mit euch machen, und zwar, bevor ihr dieses Video hier jetzt weiter guckt, wenn ihr jetzt denkt, ihr habt ein Problem damit oder ihr seid vielleicht betroffen oder ihr kennt einen Freund, der vielleicht betroffen ist, pausiert dieses Video, geht zu diesem Freund und guckt das Video zusammen. Oder wenn es zu weit weg ist oder ihr wegen Corona gerade nicht wirklich raus könnt, je nachdem wann ihr das hier seht, dann bitte ruft denjenigen an oder macht einen Call via Discord oder Teamspeak oder sowas und dann guckt das Video einfach gemeinsam. Ich glaube, dann kann man sehr gut darüber reden und das kann euch wirklich in diesem Fall helfen, denke ich. So, lasst uns anfangen. Ich weiß, langes Intro, es tut mir leid, es war wichtig. Und ja, wir wollen erstmal klären, was ist eigentlich Mental Health? Das ist quasi die psychische Gesundheit, sprich, wie geht es einem? Und was genau da so an Krankheiten darunter fällt, das wollen wir gleich noch klären. Aber kurze Statistik, es leiden tatsächlich ca. 20% aller Studierenden an psychischen Erkrankungen. 20%, das ist jeder Fünfte, okay? Und meiner Meinung nach sind das noch sehr, sehr viel mehr, die gar nicht zum Arzt gehen und sich diagnostizieren lassen. Und noch sehr, sehr viel mehr, die an den Symptomen leiden, aber vielleicht nicht so krass darunter leiden, dass sie sich selbst quasi als "ich brauche jetzt Hilfe" bezeichnen. Aber unter den Symptomen leidet eigentlich teilweise jeder Student. Also ich würde behaupten, die allermeisten Studenten haben irgendwo damit zu kämpfen. Und deswegen, ja, das liegt einfach daran, dass das Studium teilweise wirklich hart ist. Ich will euch keine Angst machen, ihr müsst nur wissen, was ihr da beachten müsst. Ein typisches Beispiel ist zum Beispiel die Prokrastination, okay? Ich glaube, jeder kennt die Memes von den prokrastinierenden Studenten, also quasi der Student, der sich lieber eine komplette Serie reinpfeift und nichts macht den ganzen Tag, weil er so gestresst ist, anstatt dass er seinen Stressberg abarbeitet. Und das ist ein völlig normales Phänomen, ja? Das macht jeder irgendwann mal in seinem Studiengang, würde ich mal behaupten. Denn irgendwann ist der Druck einfach so groß, man kann einfach nicht mehr. Und das ist völlig in Ordnung. Im Endeffekt ist das Gefühl eher da, dass man den Stress eben nicht selbst bewältigen kann und ja, teilweise kommt dann eben noch ein unglaublicher Druck von sich selbst, aber auch vielleicht von anderen, von Eltern, von der Freundin, vom Freund, von, I don't know, Großeltern, alle möglichen externen Leute machen dann noch ordentlich Stress dazu und das kann wirklich dann gefährlich werden. Das ganze System, also Bachelor-Master-System, das kennt ihr vielleicht nicht, jeder von euch, ich weiß, hat Bachelor-Master, die anderen betrifft das natürlich trotzdem auch, aber gerade Bachelor-Master wurde halt aus Amerika übernommen, aber da sind die Anforderungen halt einfach viel, viel geringer. Ich habe das schon mal in einem Video erwähnt, wer hier eine, ich glaube 2, irgendwas oder 3 hat, der hat in Amerika quasi das A+, also besser geht's quasi gar nicht mehr, während eine Amerika 4 ist bei uns ein absolutes Nicht-Bestanden. Ich glaube sogar schon die 3 in Amerika zählt als bei uns nicht bestanden. Und das muss man sich mal geben. Das heißt, jemand, der drüben eigentlich noch einen Abschluss hat, ist halt bei uns durchgefallen. Und da sieht man halt auch, ja, wir übernehmen quasi die Zeiten, wir haben nur noch 3 Jahre Bachelor, wir haben 2 Jahre Master, aber wir sind halt auf einem ganz anderen Niveau. Und das ist jetzt, ohne anzugeben, das ist wirklich der internationale Vergleichskodex oder Vergleichsspiegel sozusagen. Könnt ihr gerne mal danach googeln. Ich habe die aktuelle Studie mal in einem Kommentar verlinkt, das war auf einem anderen Video. Ich finde das sicher nicht mehr, aber ihr findet das, wenn ihr das googelt. Okay, ja, das Problem ist, wie gesagt, dieser Stress, dieser Druck,
Und die Schwierigkeit von den Prüfungen und die Masse auch teilweise an Prüfungen, vor allem an Universitäten, die sind immens. Und jeder reagiert darauf verschieden und vor allem auch verschieden stark. Deswegen sind die Symptome sehr, sehr vielfältig. Aber man kann das einigermaßen runterbrechen. Ich habe mich hier ein bisschen eingelesen. Ich bin kein Psychologe, ich bin Informatiker, okay? Das bitte ich euch im Kopf zu behalten. Aber ich habe zumindest Erfahrung in diesem Gebiet. Praktische Erfahrung aus diesem Gebiet. Und ja, das bedeutet, man kann das einigermaßen runterbrechen in so ein paar Krankheitsbilder und darunter gehört zum allerersten Mal die Depression. Das ist die typische Depression oder auch nur eine depressive Verstimmung oder eine depressive Phase, was nicht heißt, dass es weniger schlimm ist, okay? Depression bedeutet und auch eine depressive Verstimmung oder Phase heißt erstmal, ihr habt das, ja? Und das bedeutet, ihr leidet zum Beispiel an Hoffnungslosigkeit, ihr werdet das niemals schaffen, ihr könnt diese Prüfung, diese Masse an Prüfungen niemals bewältigen, ihr wisst nicht, wie ihr da durchkommen sollt. Ihr leidet von mir aus auch noch an Schlaflosigkeit, oder ihr müsst zu viel schlafen, um irgendwie einigermaßen die Energie zu sammeln. Ihr kommt gar nicht mehr aus dem Bett oder ihr prokrastiniert hart und fühlt euch dabei einfach nur furchtbar. So eine Zeit ist übrigens auch nicht entspannt, das ist quasi Arbeiten, um die Arbeit zu vermeiden. Ja? Also Prokrastinieren ist nicht entspannt für die, die sowas noch nie durchgemacht haben. Und ihr leidet teilweise an wirklich schlimmer Traurigkeit. Und der erste Punkt ist hier ganz, ganz wichtig. Wenn jemand wirklich an einer Depression leidet oder an so einer Phase leidet, dann geht bitte nicht hin und sagt ihm, er soll einfach aufhören, traurig zu sein. Okay, das ist einfach, als würde ich jemand sagen, hey, hör bitte auf, einfach du zu sein. Das ist absolut kontraproduktiv. Und ja, derjenige hat keinen Spaß mehr an Dingen, die ihm mal ordentlich Spaß gemacht haben. Er hat zum Beispiel die Probleme, er geht kaum mehr raus, geht nicht in Vorlesungen, geht nicht in Übungen, kommt einfach nicht mehr. Ihr seht ihn einfach nicht mehr, zieht sich halt einfach zurück und dadurch wird alles nur noch schlimmer. So eine negative Grundeinstellung quasi, Glas, ganz klassisch Glas halb leer anstatt halb voll, oder eine Apathie können dabei auch rauskommen. Und ja, das ist, wenn man sowas hat, ist es wirklich, wirklich schlimm für den Betroffenen. Deswegen geht nicht hin und sagt ihm, hey, hör auf, das zu machen, sondern versucht ihm wirklich zuzuhören, versucht ihm zu helfen, versucht ihn zu trösten oder sie natürlich. Versucht wirklich da zu sein, aber dazu kommen wir nachher noch. Wir wollen erst kurz die Krankheitsbilder uns angucken, dann sage ich was dazu, wie ihr demjenigen helfen könnt oder euch selbst helfen könnt, falls ihr darunter leidet. Okay, das nächste sind Angststörungen, okay? Angststörungen sind extrem krass und die kommen vor allem durch Stress und Druck, also Depression ist auch extrem krass, die sind alle extrem krass, die Sachen. Und wie gesagt, es gibt verschiedene schlimme Grade sozusagen. Ich meine, eine Standardprokrastination, das habe ich ungefähr jetzt einmal in der Woche gefühlt, dass ich halt einfach mal eine Stunde sage, oh, ich kann nicht mehr. Aber wenn man das länger hat, also wirklich Monate, vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr, dann ist das wirklich schlimm. Und man kann da rauskommen. Und genauso ist es bei Angststörungen. Die werden vor allem durch einen immensen Stress, vor allem von außen, aber auch natürlich also diesen Druck, dass man da eben irgendwie standhalten möchte. Und das kann bei manchen Leuten wirklich zu Angststörungen führen. Und die können natürlich auch verschieden stark ausfallen. Das ist im Endeffekt, man fühlt sich innerlich ständig gestresst, also man stresst sich selbst dann noch mehr. Dadurch wird natürlich die Angststörung noch mehr, okay? Und ihr seid irritiert, ihr seid verwirrt, ihr könnt euch nicht mehr konzentrieren. Das bedeutet, ihr seid natürlich noch schlechter in der Uni, weil ihr eigentlich mal dringend abschalten müsstet, dringend mal weniger Stress bräuchtet. Aber dadurch natürlich dann auch unter Konzentrationsproblemen leidet und dadurch werden die Klausuren noch schlechter und ihr fallt teilweise vielleicht durch Klausuren durch, wenn ihr sie schreibt und dadurch wird halt alles nur noch schlimmer. Das ist immer so ein bisschen das Problem hierbei. Teilweise, wenn es wirklich schlimmer wird, kann es zu einer gewissen Taubheit kommen, also quasi, dass ihr einfach nur noch komplett wie eine Maschine euch fortbewegt, komplett wie eine Maschine einfach nur noch versucht, irgendwas zu euch zu nehmen an Wissen, einfach nur noch zu machen und ohne wirklich nachzudenken. Und wenn es ganz schlimm ist, dann habt ihr sogar Panikattacken. Und Panikattacken können natürlich auch noch ganz, ganz viel mehr machen. Also zum Beispiel, dass ihr nicht mehr schlafen könnt und ohne Schlaf geht sowieso gar nichts mehr. Das ist einfach dann absolut schlimm. So, manche Leute versuchen es anders noch zu klären, quasi mit sich und versuchen sich dann auf andere Probleme sozusagen zu stürzen. Und da gibt es auch vor allem zwei Dinge, die ich hier nennen möchte. Und zum einen sind das Essstörungen. Das heißt, dass man entweder zu viel isst oder zu wenig oder man hat Bulimie, solche Sachen zum Beispiel. Das merkt ihr zum Beispiel daran, wenn derjenige sich im Äußeren hart verändert oder einfach nur echt ungesund aussieht, blass ist von mir aus, abgemagert ist. Solche Sachen fallen da alle rein eigentlich. Und wenn ihr wenn ihr Verdacht habt, dass euer Freund sowas hat,
dann versucht ihn mal bitte zum Essen einzuladen. Versucht ihm wirklich mal, bekocht euren Freund oder eure Freundin. Bekocht denjenigen, ladet ihn ein, das ist immer gut für eine Freundschaft, das ist immer was Schönes, oder geht einfach mit demjenigen essen. Und wenn er wirklich sagt, hey, ich hab keinen Bock, irgendwas zu essen, ich kann nicht, ich weiß nicht, ich kann einfach nicht, dann versucht demjenigen wirklich nahezulegen, dass ihr den Verdacht habt und versucht mit ihm darüber zu reden. Weil das kann durchaus sein. Und wenn man sowas länger hat, dann kann man wirklich sehr, sehr starke körperliche Probleme bekommen. Nierenversagen, Lunge versagt, Herz versagt. Auch bei den anderen, also bei Angststörungen und bei Depressionen kommt es dann irgendwann zu körperlichen Beschwerden, die vielleicht nicht so extrem sind, also erstmal nicht so extrem scheinen wie Nierenversagen oder Lungenversagen, aber so eine Depression kann einen bis zum Selbstmord bringen und das ist wirklich gravierend, okay? So. Und dann gibt es noch die anderen, die das Ganze quasi versuchen mit Drogen irgendwie zu kompensieren. Darunter fällt natürlich nicht nur, aber auch Alkohol. Ja, andere Drogen fallen da alle drunter und das erkennt man eigentlich relativ leicht. Also ich meine, man merkt dann, dass derjenige zum Beispiel rote Augen hat oder einfach komplett Paranoia entwickelt oder konstant einfach verwirrt ist, einfach nur halt so ein Junkie wird gefühlt. Dass man sich aber auch äußerlich verändert, dass man Geldprobleme bekommt. Also ich meine, dass man sowas konsumiert, kann unter Studenten normal sein, muss es nicht, aber wenn es dann halt regelmäßig wird und eine gewisse Menge wird, ja, also quasi jeden Abend oder einmal in der Woche so eine Regelmäßigkeit entwickelt, man kann nicht mehr ohne, dann ist es halt gefährlich. Dass dann zum Beispiel die Freunde wechseln, dass man immer extremer wird, dass sich die Hobbys ändern und so weiter und so fort. Und ja, das sind wirklich gefährliche Dinge, die ihr definitiv nicht auf euch sitzen lassen müsst. Also klar, der Stress und der Druck, die treiben einen so ein bisschen dazu. Aber das heißt nicht, dass es so sein muss. Man kann da auch rauskommen und man muss auch gar nicht erst reinfallen. Ich denke, weitere Beschwerden werdet ihr hoffentlich uns allen in den Kommentaren schreiben, damit jeder weiß, dass es da noch mehr gibt. Es sind nicht alle, ja. Das sind wirklich nur ein paar davon. Und es gibt sehr, sehr viele Beschwerden, sehr, sehr viele Arten, um mit Stress oder Druck umzugehen. Teilweise reagiert man auch einfach nur körperlich und teilweise reagiert man komplett anders. Und deswegen bitte ich euch in den Kommentaren so ein bisschen beizutragen, was eure Probleme waren oder was ihr mitbekommen habt von anderen. Ihr müsst nicht persönlich werden. Ihr könnt natürlich auch gerne einfach schreiben, jemand anders hatte das oder es hatte tatsächlich jemand anders. Ich glaube, das ist alles wichtig hier. So, jetzt, was macht ihr, wenn ihr sowas bemerkt? Zunächst einmal, sucht euch Hilfe, wenn es euch betrifft, oder sucht euch Hilfe, wenn es jemand anders betrifft, weil es kann auch belastend sein für jemanden, der jemand anders dabei helfen möchte, da rauszukommen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und der letzte Punkt, seid natürlich eine Hilfe, also versucht mit demjenigen zu reden, versucht mit einem Freund zu reden, mit der Familie zu reden, mit der Freundin oder dem Freund zu reden und vor allem sucht euch professionelle Hilfe. Es ist nicht nötig, dass ihr irgendwie euch da schämt dafür. Es ist eigentlich sogar eher eine Stärke, wenn man sich wirklich diese professionelle Hilfe sucht. Viele Studenten leiden an Burnout. Viele Studenten leiden, also Burnout ist im Endeffekt eine, meiner Meinung nach, spezielle Form von Depression, aber ich bin mir da jetzt gerade nicht sicher, okay, es ist nochmal eine Sondervariante von Depression, gibt es so unfassbar viele Varianten sozusagen, hat aber ähnliche Symptome auch. Und ja, versucht da wirklich euch professionelle Hilfe zu suchen, denn es ist wirklich eine große Stärke, wenn man sich da Hilfe sucht. Versucht eurem Freund nahezulegen oder eurer Freundin nahezulegen, dass sie sich professionelle Hilfe suchen. Und wenn derjenige sich in Therapie begebt, dann könnt ihr demjenigen immer noch anbieten, mit ihm zu reden, beziehungsweise ihr könnt natürlich euch trotzdem Freunde und Familie suchen, mit denen ihr über diese Themen redet. Und ich bin mir sicher, die meisten Familien werden da definitiv zuhören und die meisten Freunde auch. Und ganz besonders, wenn es gefährlich aussieht für denjenigen, bitte, bitte sucht euch Hilfe. Das ist wirklich nötig und man kann da rauskommen, egal was man hat, man kann es schaffen, okay? So, jetzt natürlich für die Leute, die ich jetzt gerade ein bisschen traumatisiert habe, weil sie jetzt wahnsinnige Angst vorm Studium haben. So schlimm ist es nicht, keine Sorge. Ihr könnt da eine gewisse Prävention betreiben. Ich habe das schon mal angekündigt in einem anderen Video, was quasi die Tipps sind fürs Studium, fürs Informatikstudium, was da. Wichtig ist, dass ihr euch nicht komplett aufs Studium versteift und dass ihr nicht sagt, ich muss jetzt überall eine 1-0 schreiben oder sowas, sondern wichtig ist, dass ihr euch Zeiten für euch selbst nehmt, wo ihr entspannt und aktiv das tut, was euch entspannt und gut tut. Also bei mir war es zum Beispiel regelmäßig zu zocken, vor allem mit Freunden zu zocken, irgendwie Freunde da zu haben, mit denen man Couch-Koop-Spiele oder sowas spielen kann. Nichts Anstrengendes, also League of Legends war furchtbar, ja, das kann ich nicht empfehlen.
Das ist alles andere als entspannt, aber sowas wie, keine Ahnung, Until Dawn, ja, das ist auch nicht gerade entspannt, möchte man denken, aber wenn ein Freund da ist, dann ist es super geil und es macht sehr viel Spaß. Versucht euch Zeit für eure Familie zu nehmen, besucht sie regelmäßig und versucht dort auch mit eurer Familie zu reden. Denn ja, eure Familie kann euch bei vielem unterstützen, ob ihr es glaubt oder nicht. Und die wissen teilweise, durch was sie durchgeht und können euch da wirklich gute Tipps geben. Versucht euch wirklich auch Zeit für eure Freunde zu nehmen und auch natürlich für euch selbst, also wirklich für euch alleine Zeit zu nehmen, wirklich für euch und für eure Freunde und für eure Familie Zeit zu nehmen. Ich weiß, das ist schwierig, aber das soziale Netzwerk muss natürlich gepflegt werden und man selber muss auch gepflegt werden. Ganz klarer Punkt hier allerdings, soziales Netzwerk schön und gut, aber wenn ihr toxische Beziehungen habt, dann ist das keine Hilfe. Also wenn irgendjemand, wenn ihr der Meinung seid, ich will eigentlich nicht in dem seiner Gegenwart sein, und das hat wirklich Gründe, also nicht einfach nur eure Erschöpftheit, sondern wirklich derjenige verlangt immer irgendwas von euch oder diejenige, das kann natürlich auch eine Frau sein, derjenige will irgendwas von euch permanent, der möchte mit euch quasi, oder der will dich jetzt zu irgendwas bringen, was du eigentlich nicht möchtest, irgendwie, keine Ahnung, Drogen nehmen oder eine 1-0 schreiben und deswegen die ganze Zeit nur noch am Lernen sein. Solche toxischen Beziehungen, klar, natürlich ist das mal okay, wenn derjenige sagt, hey, Kollege, wir müssen jetzt hier ordentlich lernen, morgens Prüfung, ist was anderes, okay, aber wenn er immer nur lernen möchte und ihr euch absolut unwohl dabei fühlt, weil ihr eigentlich mal Pause machen wollt, dann ist es was anderes, ja. Und von solchen Leuten dürft ihr euch auch tatsächlich fernhalten, also ihr müsst da nicht bei denen sein. Also wie gesagt, distanzieren ist in Ordnung. Und was auch noch ein wichtiger Punkt ist, was mir aufgefallen ist, schlafen. Als Student macht man das sehr, sehr gerne falsch, also ich natürlich auch, weil man denkt, ja klar, man braucht nicht so viel Schlaf, die anderen schaffen es ja auch irgendwie, 3 Stunden schlafen, am nächsten Tag Prüfung schreiben, kein Problem, haben wir alles 20 Mal gemacht. So ist es leider nicht. Wenn man das regelmäßig durchzieht, also ich hatte wirklich eine Phase, wo ich wirklich bis nachts um 3 gezockt habe und am nächsten Morgen ging es um 6 wieder los. So, das war einfach auf Dauer echt krass ungesund und macht euch wirklich fertig. Ich würde euch empfehlen, mindestens 6 Stunden zu schlafen, am besten 8 Stunden zu schlafen, denn ansonsten werdet ihr auf Dauer wirklich fertig sein. Und ihr seid vielleicht der Meinung, dann schafft ihr alles nicht, aber wenn ihr genug Schlaf habt, könnt ihr alle Sachen sehr viel effizienter machen. Das heißt, wenn ich wirklich mich irgendwo ransetze und was lernen möchte, was ich ja regelmäßig tue, jetzt auch beruflich, dann muss ich natürlich mich auch vor meine Sachen setzen und die verstehen können. Und dafür muss erstmal mein Gehirn ausgeruht sein. Ich muss Sauerstoff haben, also schön immer Fenster auf, mal vielleicht rausgehen kurz und ja auch genug trinken, solche Sachen, damit das Gehirn überhaupt in der Lage ist, irgendwas zu lernen. Das heißt, es ist quasi gut für eure Lernerfolge, wenn ihr euch mal eine Auszeit nehmt, gut für eure Lernerfolge, wenn ihr mal wirklich genug Schlaf bekommt. Gerade zu diesem Ernährungszeug, weil wie gesagt, das Gehirn braucht gute Nahrung, ja. Fertigpizza ist halt nicht einfach nur fertig, sondern macht auch euch teilweise fertig. Also das merkt man halt leider auch, wenn man irgendwie zu viel Fertigzeugs isst, dann leidet man auch früher oder später dann darunter, dass man halt einfach nicht mehr so leistungsfähig ist und das ist halt leider einfach wahr. Genauso ist es eigentlich mit Sport. Sport kann auch helfen, wirklich so eine Depression vorzubeugen und teilweise auch wirklich dazu führen, dass man leistungsfähiger wird, dass man sich besser konzentrieren kann, dass man, also ihr müsst nicht irgendwie Kraftsport machen oder sowas, sondern einfach nur ein bisschen, ja, nur ganz klein bisschen. Und das kann wirklich dazu führen, dass ihr euch nicht nur körperlich, sondern auch im Kopf wohler fühlt. Und ein ganz wichtiger letzter Punkt ist noch, dem Arbeitgeber bringt überhaupt nichts, wenn ihr eine 1-0 schreibt, also in eurem Abschluss, ja, aber danach erstmal 2 Jahre in Reha müsst, weil ihr einfach komplett durch seid, weil ihr an Burnout leidet und das gar nicht mehr wegkriegt. Es ist ganz wichtig, dass ihr hier euch auch schützt, weil wenn ihr euch nicht schützt und dann erstmal mehrere Jahre ausfällt, so eine Lücke im Lebenslauf, da fragt natürlich jeder nach, was hast du denn da gemacht? Ja, mir ging es psychisch nicht gut, ich musste Pause machen. So, dann denkt man sich gleich, okay, der kann sich nicht um sich selber kümmern. Woher weiß ich, dass er das nicht wieder bei der Arbeit auch macht? Es geht dem Arbeitgeber dann teilweise wirklich darum, dass es bei der Arbeit dann auch passieren kann, ja, dass ihr euch wieder so reinsteigert in eure Arbeit und dann teilweise wieder vergesst, was eigentlich Sache ist und dann einfach wieder ausfällt, weil ihr einfach so krass viel gearbeitet habt. Und ja, natürlich, Arbeitgeber sehen es gerne, wenn man zu viel arbeitet, aber auf lange Frist und vor allem im Informatikbereich, muss ich sagen, sind die Arbeitgeber wirklich einigermaßen clever, was das angeht. Da merkt man eigentlich, dass die schon wissen, wenn ihre Leute überfordert sind, dass sie dann auf lange Frist
weniger leisten, als wenn sie einfach nur konstant eine solide Leistung haben. Das ist eigentlich so das, was geil ist. Also wenn man Arbeitgeber ist, wenn man wirklich jemanden hat, auf den kann man sich immer verlassen. Der macht halt nicht wirklich viele Überstunden, der ist jetzt auch vielleicht nicht am Wochenende immer da, aber dafür nimmt er sich wirklich so die Konzentration, er arbeitet gut und so weiter, und so ist es eigentlich auch gerne gesehen. Deswegen, ihr müsst keine 1-0 schaffen, es reicht, wenn ihr euren Abschluss habt und dafür aber wirklich gut seid, motiviert seid, gesund seid. So, das ist ganz, ganz wichtig. Und ja, dann, wenn ihr euch eine Pause gegönnt habt, müsst ihr auch nicht, oder seid ihr auch höchstwahrscheinlich nicht mehr so krass am Prokrastinieren, weil ihr habt ja quasi davor eine Pause gehabt. So, das heißt, ihr könnt, wenn ihr euch die Pause genommen habt, einfach mal eine Weile produktiv sein und dann wieder irgendwann eine Pause gönnen. Und das ist eigentlich ganz cool. So, jetzt noch ganz kurzes Schlusswort hier. Ich weiß, ich bin schon über den 20 Minuten, aber trotzdem, bitte, ich bin kein Psychologe, okay? Ich bin auch kein Experte. Ich habe nur eine gewisse Erfahrung in dem Gebiet und deswegen bitte ich euch, wenn ihr wirklich Hilfe braucht, dann verlasst euch nicht auf die Erfahrung von einer Person im Internet, sondern sucht euch wirklich professionelle Hilfe. Sprich, das heißt, sucht euch einen Therapeuten und ja, schreibt ihn an und dann geht das. Also bitte, wenn ihr belastet seid oder wenn ihr jemanden kennt, der belastet ist, legt es demjenigen ans Herz, dass er sich jemanden sucht oder sie natürlich sich jemanden sucht. So, zu allerletzt, also quasi als Outro sozusagen, möchte ich euch bitten, ich möchte euch nicht bitten, einen Kommentar zu schreiben, zu liken oder zu abonnieren oder sonst irgendwas. Das dürft ihr natürlich gerne tun. Was mir wichtiger ist, dass ihr jetzt mal ganz kurz das Video pausiert und euch überlegt, kenne ich jemanden, der hiervon betroffen ist, der irgendwie Schwierigkeiten gerade in diesem Moment jetzt hat? Kenne ich jemanden, der vielleicht meine Hilfe hier braucht, der vielleicht dieses Video gesehen haben sollte oder die Infos aus dem Video haben sollte? Ihr müsst ihm nicht das Video schicken, sondern bitte ruft denjenigen an oder schaut, dass ihr denjenigen treffen könnt und geht da kurz vorbei oder Skypt oder Discordet oder Teamspeakt mit demjenigen, ja, und versucht demjenigen wirklich dann zu helfen und nicht irgendwie das Ganze schleifen zu lassen. Macht's nicht später, sondern macht's sofort, sonst ist es halt wieder vergessen. Gut. Ich danke euch, dass ihr so lange zugeguckt habt. Ich danke euch, dass ihr euch um euch selbst kümmert und um eure Freunde und Familie kümmert. Und ja, wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.